Schon 2012 wollte die REA hier einen Windpark errichten. Das scheiterte aber am Sicherheitsbereich des Drehfunkfeuers Norvenich. 2022 wurde das neu berechnet und der Sicherheitsbereich auf 7 Kilometer reduziert. Wegen des militärischen Luftraums Norvenich gab es aber eine Höhenbeschränkung von 309 Meter über Normalnull. Ein Windrad durfte so maximal 180 Meter hoch werden. Mit einer Gesamthöhe von 179 Metern hatte die Nordex die passenden Windräder im Programm. Genehmigt wurden 4 Windräder mit einem Durchmesser von 117 Meter und 8 Windräder mit einem Durchmesser von 131 Meter. Die Genehmigung wurde Ende 2022 erteilt. Baubeginn war Anfang 2024. Zuerst wird der kostbare Ackerboden beiseite geräumt und danach wird eine tragfähige Schotterschicht eingebracht. Die Baugrube für das Fundament wird ausgehoben und die Leerrohre verlegt. Dann wird die sogenannte Sauberkeitsschicht gegossen. Die Leerrohre sind damit fixiert und die Baugrube ist sauber. Der nächste Schritt ist der Bau des Ankerkorbes. Er besteht aus der Ankerplatte, den Ankerbolzen und dem oberen Lastverteilblech. Mit diesen Bolzen wird der spätere Turm verschraubt. Die Dehnungsbolzen stecken in Hülsen und werden somit vom Beton mechanisch entkoppelt. Die Gegenkraft des Anzugsmomentes liegt somit auf der unteren Ankerplatte. Jeder Bolzen wird mit fast 6000 Newtonmeter angezogen. Der komplette Ankerkorb hat ein Gewicht von 16,4 Tonnen. Die Armierung überträgt die Kräfte, die auf den Korb wirken, auf das gesamte Fundament. Bei dem Fundament handelt es sich um ein sogenanntes Schwerkraftfundament. Der gesamte Armierungsstahl wiegt 90 Tonnen. Ein Schwerkraftfundament ist vergleichbar mit dem Fuß eines Sonnenschirms. Der Name Lastverteilblech ist bei diesen Dimensionen nicht ganz angebracht. Diese 4 Segmente wiegen 7,4 Tonnen. Seit 7 Uhr in der Frühe wird betoniert. Ist der Guss einmal angefangen, darf er bis zur Fertigstellung nicht unterbrochen werden. Der Beton würde sich sonst absetzen und das Fundament wäre für ein Windrad unbrauchbar. Es handelt sich um Spezialbeton mit einer bestimmten Körnung und einer Festigkeit von C3545. Bis zu 10 LKWs pendeln zwischen 2 Betonwerken und der Baustelle hin und her. Es ist ein besonders fließfähiger Beton der Klasse F4. Durch Zusatzstoffe fließt dieser fast wie Wasser. Somit ist sichergestellt, dass keine Hohlräume entstehen. Es bedarf schon einer Menge Erfahrung und eines handwerklichen Geschickes, dass dieser fließfähige Beton auf der Schräge nicht abrutscht. Man wendet einen kleinen Trick an. Man betoniert zuerst nur den unteren Rand und danach den Ankerkorb. Zum Schluss wird dann die Schräge betoniert. Das Fundament hat einen Durchmesser von 23,20 Meter und wiegt insgesamt 1703 Tonnen. Die Scharlung kann schon nach wenigen Tagen entfernt werden. Die Aushärtung dauert aber 28 Tage. Danach wird das Fundament verfüllt. Die Erdauflastung ist Bestandteil des Fundamentes.
Wie standfest ist so ein Fundament? Das Standmoment eines Windrades berechnet sich aus der Nabenhöhe, dem Gesamtgewicht und dem Radius des Fundamentes. In unserem Fall knapp 194 Meganewtonmeter. Um das Rad zu kippen, muss an der Nabe eine Kraft von 1,6 Meganewton wirken. Bildlich gesehen wäre das ein Gewicht von 165 Tonnen. Im Gegensatz dazu wären die Kräfte bei einem Orkan mit 144 Stundenkilometer bildlich gesehen nur 43 Tonnen. Zur weiteren Standsicherheit kommt noch die Erdaufschüttung mit 832 Tonnen. Der erste von 2 Raupenkränen ist eingetroffen und muss aufgebaut werden. In der Regel dauert das immer 2 Tage. Bei Windkraftanlagen werden meistens Raupenkräne eingesetzt. Die bieten gegenüber Teleskopkränen einige Vorteile. Sie können mit Last verfahren und haben dadurch eine geringere Auslegung. Zentral im Baufeld hat die Firma Nordex hier ihr Basecamp aufgebaut. Wenige Meter neben dem Baufeld befindet sich die Autobahnabfahrt Weilerswist. Für die Anlieferung sind das beste Voraussetzungen. Die Kurvenradien werden nur mit Stahlplatten etwas erweitert. Die Anlieferung der Bauteile erfolgt immer nachts. Hier kommt gerade eine Nabe an. Besonders beeindruckend ist immer die Anlieferung der Flügel. So ein Transport kann gut und gerne schon mal 90 bis 100 Meter lang sein. Durch die erweiterten Kurvenradien und die hintere Lenkbarkeit des Transportes sind auch enge Kurven kein Problem. Jeder Schwertransport wird immer von Sicherungsfahrzeugen begleitet. In dieser Nacht ist Sommersonnenwende. Und nur alle 17 Jahre steht der Vollmond so dicht über dem Horizont. Alle Teile liegen an einem vorher genau bestimmten Platz. Die 106 Meter Türme haben 4 Segmente und die 120 Meter Türme 5 Segmente. Der Netztravo wird immer zuerst auf das Fundament gestellt, denn später kann man ihn nicht mehr hineinheben. Der Kran ist fertig montiert und der Aufbau kann beginnen. Es wird immer ein Hilfskran benötigt. Die Turmsegmente müssen von der waagerechten in die senkrechte gedreht werden. Dazu benötigt der Hilfskran einen speziellen Haken, der 90 Grad drehbar ist. Durch eine Klemmverbindung wird dieser Haken an den unteren Flansch montiert. Steht das Segment denn senkrecht, wird der Haken ausgeklinkt. Das unterste Säulenteil wird vorsichtig über den Travo gehoben. Die Bohrungen im Flansch werden so ausgerichtet, dass sie genau über die Bolzen des Ankerkorbes passen. Anschließend wird die Treppe montiert und gleichzeitig die Muttern an den Bolzen angezogen.
Die erste Säule wurde über den Trafo gestellt und jetzt folgen weitere Einbauteile. Hier ist es die Mittelspannungsschaltanlage. Durch Luken innerhalb der Säule wird sie auf Höhe der Eingangstür hinabgelassen. Beim zweiten schweren Einbauteil handelt es sich um den Leistungsumrichter und den Steuerschrank. Dieser wird auf die zweite Etage hinabgelassen. Alle Einbauteile stehen an ihrem Platz und auch die Schrauben sind mit dem richtigen Drehmoment angezogen. Jetzt kann der Turmbau beginnen. Alles ist immer gut durchdacht. Die schweren Teile liegen näher am Turm und die leichteren etwas weiter hinten. Denn je weiter der Kran auslegen muss, desto weniger Last kann er heben. Die Segmentteile werden mit 100 Schrauben M42 der Güte 10.9 verbunden. Der rote Streifen ist später in einer Höhe von 40 Metern. An jeder Säule wird unten immer ein Säckchen mit den Muttern angebunden. 100 Muttern wiegen gut und gerne schon einmal 200 Kilo, die man sonst über die Steigleiter hochschleppen müsste. Stop. Das Segment mit der Nummer 1 geht jetzt auf die Reise. Beim Turmbau zählt man immer von oben nach unten. Die oberen Segmente werden immer leichter. Durch die geringere Belastung der Bauteile kann hier die Wandstärke reduziert werden. Stop. Das Maschinenhaus hat die Maße einer Doppelgereihe. Die Wasserkühler auf dem Dach dienen in erster Linie zur Kühlung von Getriebeöl. Dieses Teil ist der Antriebsstrang. Und das ist die Nabe. In der Nabe befindet sich die Verstelleinrichtung für die Flügel, die sogenannte Pitch-Verstellung. Die Form der Flügel hat direkten Einfluss auf die Effizienz der Anlage. Früher das große Geheimnis der Hersteller, ähneln sich die Flügel heute fast wie ein Ei dem anderen, denn die aerodynamischen Eigenschaften sind vollends ausgereizt. Der gesamte Turm wurde an einem Tag aufgebaut. Bei Nordex wird ein schaltbares Getriebe verwendet, das einen sechspoligen Generator antreibt. Nachdem das Dach vom Maschinenhaus abgebaut wurde, macht es sich auf die Reise nach oben. Der Antriebsstrang wird später von oben eingesetzt. Zusammen wäre es für den Kran zu schwer.
Das Aufsetzen des Maschinenhauses ist eine knifflige Angelegenheit. Der Drehkranz darf dabei nicht beschädigt werden. Das dreistufige Planetengetriebe mit Ritzelvorsatz wiegt satte 69 Tonnen. Vorne rechts wird die Nabe befestigt und hinten sieht man das Planetengetriebe. Das schaltbare Getriebe hält die Drehzahl des Generators immer im optimalen Arbeitsbereich. Dieser liegt zwischen 730 und 1325 Umdrehungen die Minute. Vor der Montage muss die Nabe am Boden in eine senkrechte Position gebracht werden. Damit der Hilfskran einen Anschlagspunkt hat, muss ein spezielles Gestell montiert werden. Nach einer Drehung von 90 Grad wird dieses Gestell wieder entfernt. Die Nabe mit der Rotorblattverstelleinrichtung wiegt 47 Tonnen. Maschinenhaus, Getriebe und Nabe wurden an einem einzigen Tag montiert. Bei diesem Anlagentyp werden die Flügel in waagerechter Position hochgezogen und an der Nabe montiert. Aus Stabilitätsgründen hängen die Flügel an einer Traverse. Sind alle Schrauben festgezogen, muss der Flügel von der Traverse gelöst werden. Dazu wird aus der Gondel über einen Seilzug diese Verriegelung geöffnet. Ein weiteres Windrad im Windpark ist fertig montiert. Bei gutem Wetter und ohne Probleme dauert das in der Regel 3 Tage. Es ist Hochsommer und die Montage liegt voll im Plan. Am 22. September ist die Montage aller 12 Windräder abgeschlossen. Um den erzeugten Strom in das Netz einspeisen zu können, müssen dicke Kabel verlegt werden. Wegen des besseren Handlings werden Einzeladern verlegt. Zuerst wird immer die obere, fruchtbare Mutterbodenschicht beiseite geräumt. Sind alle Kabel verlegt, wird damit dann das Feld in den ursprünglichen Zustand zurückgebaut. Ein System besteht immer aus 3 Einzeladern und einem Leerrohr. Es werden immer 4 Windräder zu einem System zusammengefasst. Der Windpark hat damit 3 Systeme. Dazu wurden ca. 30 Kilometer Kabel benötigt. Alle Systeme führen zum Umspannwerk und werden von dort in die 110 kV Leitung eingespeist. Heutzutage ist die Kabelverlegung voll mechanisiert. Die 3 Einzeladern werden mit dieser Maschine zusammengeführt und in ein Kunststoffflies eingebunden. Die Kabel sind somit besser gegen äußere Beschädigungen geschützt. Außerdem wird das Kabel im Erdreich bei eventuellen Schachtarbeiten besser sichtbar. Das Wickelprinzip ist einfach, aber einfach genial. Ein weiterer großer Vorteil ist, die Kabel müssen im Graben nicht mehr eingesammelt werden.
Mittlerweile ist Sand ja eine knappe Ressource. Die Verlegung ist so etwas teurer, aber es wird kein Sand mehr benötigt, also eine Win-Win-Situation. Eine Schrumpfkappe auf den Kabelenden verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Dieses schon fertig gewickelte System kommt vom Umspannwerk. Das linke System geht zur nächsten Anlage. Beide Systeme werden in den Turm eingeführt und dort verbunden. Diese Maschine kann bis zu 1,50 Meter tiefe Gräben ausheben und gleichzeitig Kabel verlegen. Diese Stahlzähne können selbst im felsigen Erdreich Gräben ausheben. Kabelfräsen werden meist bei längeren Wegstrecken eingesetzt, denn die Vorbereitungen sind doch recht umfangreich. Das Kabelsystem muss in den Verlegeschlitten eingefädelt werden und das ist Knochenarbeit. So ein Kabelsystem ist erstens schwer und zweitens recht unflexibel. Ohne schweres Gerät geht da gar nichts. Die Fräse hat bereits einige Meter Kabelgraben ausgehoben und jetzt wird der Verlegeschlitten in den Graben abgelassen und hinten mit der Fräse verbunden. Das vorverlegte Kabel wird auf das Dach der Fräse gelegt. Hier befinden sich spezielle Gleitrollen. Auf der hinteren Trommel an der Fräse befindet sich das Leerrohr. Leitbleche schichten den Aushub rechts und links vom Graben auf. Der Verlegeschlitten platziert das Kabel in einer Tiefe von 1,20 Meter. Je nach Beschaffenheit des Bodens kann die Fräse bis zu 3 Kilometer Kabel am Tag verlegen. Die Teflonrollen am Verlegeschlitten verhindern, dass Kabel oder Leerrohr geknickt werden. Zum Schluss wird auch noch das Warnband automatisch in den Graben eingebracht. An den Kabelendpunkten ist aber immer noch Handarbeit gefragt. Es gibt noch keine Maschine, die den Menschen hier ersetzen kann. Und das Kabel einführen ist eine wahre Knochenarbeit. Am dritten Windrad im Viererverbund kommen Kabel mit dem Querschnitt 185 Quadratmillimeter an und es gehen Kabel mit dem Querschnitt 300 Quadratmillimeter zum vierten Windrad. Bevor die Kabel in das Windrad eingeführt werden, muss man sie auf die exakte Länge kürzen. Alukabel sind 5-mal leichter als Kupferkabel. Darum kann man sie hier mit einfacher Manpower einschieben. Bei Kupferkabeln wäre dies nur mit Hilfe einer Seilwinde möglich. Die Kabel kommen am Boden des Windrades an und müssen dann auf der ersten Etage an die Mittelspannungsschaltanlage angeschlossen werden. Im Windrad ist es sehr eng.
Dennoch müssen die Kabel am Netztrafo vorbei von unten in die Schaltanlage eingeführt werden. Die Kabelbündel hier am Netztrafo kommen vom 660 Volt Wechselrichter. Die roten Kabel sind die 20 kV Anschlüsse. Mit diesen Kabelbrücken am Trafo wird die Ausgangsspannung festgelegt. Dadurch wird der Spannungsabfall im Kabel kompensiert. Die Möglichkeiten sind auf dem Leistungsschild des Trafos erkennbar. Auf der zweiten Etage im Windrad befindet sich die Steuerelektronik und die Leistungselektronik. Dies ist der Schrank mit der Steuerelektronik. Sie sorgt dafür, dass das Windrad vollkommen autark arbeitet. In diesen Schränken befindet sich die Leistungselektronik. Diese Kabel kommen vom Generator, der sich oben im Maschinenhaus befindet. Je nach Drehzahl des Windrades schwankt die Frequenz zwischen 33 und 66 Hertz. Die Leistungselektronik sorgt für eine konstante Spannung von 660 Volt mit exakt 50 Hertz. Diese wird dann auf 20 kV hochtransformiert und über diesen Leistungsschalter ins Netz eingespeist. Im linken und mittleren Schaltfeld werden die ankommenden und abgehenden Kabel angeschlossen. Über die Sammelschiene sind diese direkt miteinander verbunden. Die Kabel vom Trafo kommend werden durch hochgenaue Stromwandler geführt. So kann man die eingespeiste Leistung des Windrades exakt bestimmen. Mit einer Gesamtleistung von 43,5 MW ist es der größte im Bau befindliche Windpark in NRW. Um diese Leistung in die Leitungen des Netzbetreibers einspeisen zu können, muss ein Umspannwerk errichtet werden. Eine 110 kV Freileitung verläuft mitten durch den Windpark. Ein erster Schritt zur Anbindung ist der Austausch von Isolatoren an der Freileitung. Es werden Isolatoren mit einer zusätzlichen Verstrebung eingebaut. Diese stabilisiert die Leitungsseile zusätzlich. Von den Windrädern kommen 3 Systeme an. Sie bestehen aus jeweils 3 Einzeladern mit 500 Quadrat. Die Spannung beträgt 20.000 Volt. Jedes System wird an eine eigene Schaltzelle angeschlossen. Die Schaltanlage besteht aus insgesamt 6 Zellen. 3 Zellen sind für die Windradsysteme, eine Zelle ist für den Haustrafo, eine Zelle für die Kompensation und eine Zelle für den Hochspannungstrafo. Dies ist der eigentliche Leistungsschalter. Es ist ein Schaltwagenmodul. Im oberen Teil der Schaltzelle befindet sich die Steuerungselektronik. Diese überwacht den Stromfluss und löst den Schalter bei einer Störung aus. Dieses Bauteil ist der 110 kV Leistungsschalter mit eingebautem Erdungstrenner. Warum hier eine Blindstromkompensationsanlage installiert wird, konnte mir keiner erklären. Normalerweise soll damit verhindert werden, dass der Blindstrom die Netze verstopft. Blindstrom ist erforderlich, um die Magnetfelder in den Generatoren zu erzeugen. Neue Generatoren erzeugen aber ihren Blindstrom selber. Das sind die Strom- und Spannungswandler und der Leistungsschalter. Über Nacht ist der Hochspannungstrafo eingetroffen und er soll heute auf das Fundament gerollt werden.
Bei Trafos dieser Größe erfolgt das mit einem Schienensystem. Jedoch hatte der Trafo eine andere Spurweite als das Fundament. Jetzt war guter Rat teuer. Der Trafo kommt zuerst in ein Zwischenlager. Am 1. Oktober ist das Problem gelöst und der Trafo kehrt zurück. Man hat sich dazu entschieden, den Trafo ohne Rollen direkt auf die Schienen zu setzen. Dazu wurde ein 400-Tonnen-Kran angefordert. Der Kran löste auch gleichzeitig das zweite Problem. Die Fundamente der Hochspannungstraverse mussten um 90 Grad gedreht werden. Ein Fehler in der Bauausführung wurde hier genial korrigiert. Das Drehen dauerte ca. eine Stunde. Abreißen und Neugießen hätte mehrere Wochen gedauert. Auch war es die einfachste Lösung, den Trafo ohne Rollen auf die Schienen zu setzen. Nur die Statiker der Firma Collector mussten ihr Okay geben. Die Belastungspunkte am Trafo waren ja anders. Hier, wo der rote Pfeil hin zeigt, wäre der Aufnahmepunkt für die Rollen gewesen. Alles liegt wieder im Zeitplan und die Verantwortlichen können tief durchatmen. Der Tag der Endmontage. Hier sieht man die Ölkühler. Der Bauleiter von Collector wollte unbedingt ins Bild. Angebaut werden die Ölkühler und das Ölausgleichsgefäß. Anschließend werden die 110 kV Anschlusskerzen für die 110 kV Leitung montiert. Zum Schluss wird das Isolieröl eingefüllt und sorgsam entlüftet. Eine Luftblase im System würde den Buchholzschutz auslösen. Der Trafo wäre jetzt betriebsbereit. Es fehlen noch die Stromanschlüsse. Die Primärseite muss mit der 110 kV Hochspannungsfreileitung verbunden werden. Die Sekundärseite wird mit insgesamt 13 Kabeln angeschlossen. Für jede Phase werden 4 Kabel à 500 Quadrat benötigt. Der Mittelpunktsleiter hat nur ein Kabel 500 Quadrat. Hier sieht man die 20 kV Anschlusskerzen. Diese sind mit Öl gefüllt. Heute wird die Hochspannungsleitung an das Umschaltwerk angeschlossen. Dazu musste die Hochspannungsleitung einseitig freigeschaltet werden. Danach muss die Leitung nach den 5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik gesichert werden. Die grüne Fahne wird gesteckt und die Leitungsseile werden geerdet und kurzgeschlossen. Dies ist die sogenannte Arbeitserdung. Sie muss vor Ort am Arbeitsplatz sichtbar sein. Die Haupterdung wurde bereits am Leistungsschalter der Leitungseinspeisung vorgenommen. Der finale Arbeitsschritt ist die Verbindung der Hochspannungsseile mit den Seilen der Quertraverse. Diese Arbeiten müssen von extra geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Man muss immer bedenken, dass die andere Seite der Hochspannungsfreileitung noch in Betrieb ist. Bevor die speziellen Verbindungsklemmen angeschraubt werden, muss das Seil gründlich gereinigt und geschmirgelt werden. Es könnten sonst Übergangswiderstände entstehen, die ein Hotspot in der Leitung zur Folge hätten. Die Verbindung zum oberen Leitungsseil wird durch Abstandsisolatoren zusätzlich gesichert. Es muss verhindert werden, dass diese Verbindung schwingt und in die Nähe der unteren Leitungsseile kommt.
Im Hochspannungsleitungsbau sind große Abstände erforderlich. Die Querseile verlaufen deutlich unter den Hochspannungsseilen. Dadurch ist der Abstand von spannungsführenden Teilen zum Boden deutlich verringert. Nach Beendigung der Arbeiten werden auch die Arbeitserden wieder entfernt und die grüne Fahne wird eingerollt. Nach einer letzten Kontrolle wird die Umschaltanlage freigegeben. Dies erfolgt schriftlich durch die Rücknahme der Arbeitserlaubnis durch den verantwortlichen Bauführer. Dadurch können die Windräder rückwärts mit Spannung versorgt werden. Windräder benötigen zum Anlauf immer zuerst eine Fremdspannung. Von Dezember bis Januar wird ein Windrad nach dem anderen in Betrieb genommen. Dazu tut sich viel, aber man sieht wenig. Die Anlagensoftware wird installiert und alle Funktionen werden gründlich getestet. Das Windrad soll ja später vollkommen autark funktionieren. Danach geht denn alles per Knopfdruck. Die Bremse ist gelöst und das Windrad unterzieht sich einem Selbsttest. Sind alle Sensoren auf grün, beginnt der Start. Dazu bedarf es nur einen Knopfdruck. Die Flügel pitchen so in den Wind, dass dieser seine Kraft auf die Flügel übertragen kann. Langsam beginnen die Flügel sich zu drehen. Bei langsamer Drehzahl treten hier gigantische Drehmomente auf. Bei Nennlast um 5 Umdrehungen wären das 6,8 Millionen Newtonmeter. Ja, ist schon klar, der Generator hat ja noch keine Nennleistung, aber 100.000 Newtonmeter sind es allemal. Die Nenndrehzahl von 13 Umdrehungen pro Minute wird jetzt erreicht. Der Generator wird jetzt immer mehr belastet. Seine Nennleistung von 3,6 MW erreicht der Generator bei einer Windgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Wird der Wind stärker, pitchen die Flügel aus dem Wind, damit der Generator nicht überlastet wird. Übersetzt heißt das, die Wirkfläche der Flügel wird etwas reduziert. Das Zusammenspiel zwischen Flügeleinstellung und Generatorbelastung ist schon eine messtechnische Meisterleistung. Und wieder ist ein Stück Energiewende geschafft. Bei einem Windpark wünscht man ja nicht mehr Glück auf, aber vielleicht Wind Ahoi! Hier noch einmal die Daten des Windparkes zum Anschauen.